Wenn du gerade Geld in GTA 5 Online brauchst, dann bist du auf jeden Fall richtig hier und damit herzlich willkommen zu diesem Video hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut. In diesem Video gibt es nämlich ein paar Geldmethoden, mit denen du jetzt Millionen von Dollar in GTA 5 Online machen kannst. Ich versuche auf jeden Fall immer, dass jeder von euch diese Methoden nutzen kann, also auch diejenigen, die noch nicht so viel in GTA Online haben. Ich denke, viele Methoden könnt ihr auf jeden Fall nutzen, vielleicht sind ein, zwei dabei, die ihr nicht machen könnt, aber im Großteil sollte jeder von euch glücklich werden. Und in diesem Sinne würde ich sagen, falls dir das Ganze gefällt, dann zeige es mir unbedingt mit einem Daumen nach oben, würde mich auf jeden Fall sehr supporten. Und in diesem Sinne kommen wir direkt zum eigentlichen Video und zu den heutigen Geldmethoden. Also lehnt euch zurück und let's go! So Freunde, und falls du gerade wenig Geld in GTA 5 Online haben solltest und vielleicht ein paar Geldmethoden nicht nutzen kannst, dann schau auf jeden Fall in der Videobeschreibung bei meinem Partner Loot4Games vorbei. Dort findet ihr nämlich die besten und günstigsten Unlock-All-Accounts und Money Boosts für GTA 5 Online. Die sind nämlich momentan auch günstiger als normal, ich denke ihr wisst Bescheid, überall werden die Preise teurer. Sei es beim Tank, sei es im Supermarkt oder sonst wo, Leute. Überall wird alles einfach teurer. Loot4Games hat sich gedacht, wir senken ein bisschen den Preis, um euch entgegenzukommen. Und da geht auf jeden Fall ein Kuss raus. Schaut auf jeden Fall in der Videobeschreibung vorbei. Mit dem Code Marco bekommt ihr sogar 5% obendrauf auf jede Bestellung. Aber somit kommen wir jetzt direkt zu der ersten Geldmethode. Und zwar gibt es auf der Kategorie Stuntrennen vierfaches Geld und vierfache RP auf folgende Stuntrennen. Zum einen Blazer Aqua Stuntrennen, dann auch auf die Deluxo Stuntrennen, Rocket Voltic Stuntrennen, auch die Ruina 2000 Stuntrennen, also sind wirklich viele dabei, auch hier Stromberg, die ihr jetzt machen könnt. Macht am besten das, wo ihr am meisten Spaß habt. Ich mache das Ganze mit einem Rocket Voltic Stuntrennen, ist aber im Prinzip völlig egal. In den Einstellungen solltet ihr nur darauf achten, dass ihr das Ganze auf 7 Runden stellt. Dann könnt ihr auch eine Option hier aktivieren, und zwar letzten Platz eliminieren. Das Ganze könnt ihr auf 60 Sekunden stellen. Das Ganze ist am besten, wenn ihr eine volle Lobby habt. Aber wenn ihr nicht so viele seid, dann könnt ihr aktivieren, dass der Letzte in der Runde einfach einmal stirbt und dann immer für jede Runde neu. So, wenn ihr das Ganze gemacht habt, dann könnt ihr direkt starten. Und ja Freunde, hier gibt es auf jeden Fall am meisten Geld, wenn ihr natürlich auf den vorderen Plätzen seid, also Platz 1, 2, 3. Dort kriegt man ordentlich viel Geld, auf den unteren Plätzen leider nicht so viel. Ja, und wenn ihr auf der Next Gen spielt, PlayStation 5 oder der neuen Xbox, dann ist es natürlich schwierig, so eine volle Lobby zu finden. Deshalb könnt ihr euch auf jeden Fall in den Kommentaren absprechen, euren Gamertag mit der Konsole reinschreiben und das Ganze gegenseitig dann machen, denn dann gibt es natürlich viel mehr Geld. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie viel man hier bekommen kann, und zwar in 10 Minuten als erster Platz bekommt man hier 106.000 Dollar. Und das war noch nicht alles, ihr bekommt dazu 30.000 RP. Das ist auf jeden Fall sehr heftig, Freunde, und dafür braucht man nur 10 Minuten. Das heißt, in einer Stunde macht ihr hier dann über 650.000 Dollar Pi mal Daumen. Also ist wirklich sehr viel Geld. Als zweiter Platz gibt es auch sehr viel Geld, und zwar 73.000 Dollar. Und dann geht es natürlich immer weiter runter, aber auf jeden Fall wirklich viel Geld, Freunde. Und das könnt ihr jetzt momentan wirklich sehr gut als Anfänger oder fortgeschrittener Spieler machen. Aber in diesem Sinne machen wir direkt weiter, und zwar mit der nächsten Geldmethode. In diesem Sinne machen wir weiter mit der nächsten Geldmethode, und zwar nutzen wir dafür das aktuelle Zeitrennen. Dieses befindet sich direkt hier unten am Flughafen von Los Santos, da müsst ihr nämlich einfach auf das Parkhaus rauf, und wenn ihr hier seid, dann nutzen wir einen kleinen Trick. Erstmal müsst ihr natürlich ein sehr schnelles Motorrad haben, zum Beispiel die Barty, ihr könnt dafür auch die Shotaro nutzen oder wie in meinem Fall die Weaver, die ist nämlich wirklich sehr schnell und befindet sich direkt auf der Legendary Motorsport Seite. So, und der Trick funktioniert folgendermaßen, und zwar startet ihr dafür das Zeitrennen. So, wenn ihr das Ganze gemacht habt, öffnet ihr die Karte, markiert das Ziel. So habt ihr jetzt nämlich eine Markierung, und sobald ihr das Ganze gemacht habt, könnt ihr ganz einfach das Handy öffnen und das Zeitrennen beenden. Jetzt könnt ihr das Ganze von vorne starten, und jetzt habt ihr eben eine Markierung und wisst, wo ihr hinfahren müsst.
So, und wenn ihr das Ganze jetzt startet, müsst ihr auf jeden Fall hier runterspringen und sobald ihr hier seid, solltet ihr exakt die gleiche Route nehmen, so wie ich. Ansonsten werdet ihr das Ganze nicht schaffen und mit dieser Route ist das Ganze wirklich sehr einfach. Ich denke, ihr werdet das Ganze in ein paar Versuchen hinbekommen und dafür gibt es eben dann am Ende 100.000 $. Und das in einer so kurzen Zeit könnt ihr auf jeden Fall immer mitnehmen und dann sind das Ganze im Monat 400.000 $, also fast eine halbe Million, die ihr einfach mitnehmen könnt. So, Freunde, ihr seht im Hintergrund, ich habe das Ganze jetzt geschafft und dafür dann 100.000 $ bekommen. Also wirklich eine sehr, sehr gute Methode, auch für Anfänger unter euch. Aber somit geht es direkt weiter mit der dritten Geldmethode für dieses Video. Wir machen weiter mit dem HSW-Zeitrennen. Das Ganze ist wirklich sehr, sehr einfach. Falls ihr nicht wisst, was das Ganze ist, das sind nämlich die Zeitrennen, die es leider nur auf der Next Gen gibt, also PlayStation 5 und der neuen Xbox. Und hier solltet ihr auf jeden Fall mit einem neuen HSW-Fahrzeug das Ganze machen, der auf jeden Fall voll aufgetunt ist, denn dann ist das Ganze wirklich einfach. Ihr habt hier eine Zeit von 1 Minute 21 Sekunden. Ich empfehle euch zum Beispiel, dass ihr das Ganze macht mit dem HSW-Fahrzeug. Ich empfehle euch auf jeden Fall hier den Cyclone 2 im HSW Upgrade, denn dann ist das Ganze einfach. Ihr müsst das Ganze im Prinzip einfach nur starten, dann markiert ihr das Ziel. Sobald ihr das Ganze gemacht habt, könnt ihr das Zeitrennen über das Handy beenden und dann von vorne beginnen. Und jetzt müsst ihr im Prinzip nur der Markierung folgen und im Prinzip keine Unfälle bauen. Im Gameplay könnt ihr sehen, Fresh Gaming hat auf jeden Fall 3 Unfälle gemacht, aber trotzdem das Ganze ohne Probleme hinbekommen. Und somit seht ihr ganz einfach, dieses Zeitrennen ist wirklich nicht schwer und dafür gibt es wirklich unnormal viel Geld. Es ist wirklich schade, dass das Ganze nicht auf der PlayStation 4 verfügbar ist, sondern nur auf der PlayStation 5, denn ihr bekommt für dieses Zeitrennen 250.000 $ und im Monat wären das einfach 1 Million, die ihr hier machen könnt. Wenn ihr das Ganze kombiniert mit dem normalen Zeitrennen, dann sind das eben 1,4 Millionen $, die ihr jeden Monat einfach für diese Zeitrennen bekommt und die sind auf jeden Fall richtig, richtig schnell zu machen. In diesem Sinne geht es direkt weiter und zwar befindet ihr euch dafür in einer GTA Online Lobby, dann geht ihr auf Jobs von Rockstar stellt und dann auf die normalen Rennen, nicht auf Stuntrennen und dann könnt ihr sehen, hier haben wir auch alle Rennen 4-faches Geld und 4-fache RP und wir werden dieses Rennen starten, hier gibt es nämlich am Ende wirklich viel Geld, aber im Prinzip gibt es auch auf alle anderen Rennen mit diesem Bonus wirklich viel Geld. In den Einstellungen müsst ihr einfach das einstellen, was ich gemacht habe und zwar Punkt zu Punkt kein Kontakt. Und dann könnt ihr auf jeden Fall auch jede 60 Sekunden den letzten Platz eliminieren oder in jeder Runde. Ist im Prinzip aber hier nicht so nötig, weil diese Rennen eh nicht so lang sind. Also ihr werdet das Ganze sowieso sehr schnell schaffen und dafür viel Geld bekommen. So, und hier funktioniert das auch ähnlich wie beim Stuntrennen. Ihr bekommt als erster, zweiter oder dritter Platz das meiste Geld. Darunter lohnt es sich nicht so ganz, aber wenn ihr auf jeden Fall auf den vorderen Plätzen seid, dann könnt ihr hier wirklich sehr viel Geld machen, sogar mehr als beim Stuntrennen. Wieso, werde ich euch jetzt auf jeden Fall kurz erklären. Und zwar dauert so ein Rennen 2 Minuten und dafür bekommt ihr dann 34.000 $. Und das werden dann hochgerechnet über 130.000 $. Natürlich gibt es Ladezeiten und so weiter, wogegen ihr beim Stuntrennen halt keine Ladezeiten habt, aber dafür gibt es beim Stuntrennen in 10 Minuten nur 100.000 $ und hier dann über 130.000 $. RP gibt es auch sehr viele und zwar über 13.000, also wirklich auch eine sehr, sehr gute Methode. Und ich würde das Ganze einfach mal abwechseln, also ein paar Mal Stuntrennen fahren, ein paar Mal normale Rennen, dann habt ihr eine kleine Abwechslung. Und dann wird es nicht langweilig und ihr verdient trotzdem sehr gutes Geld und das Ganze könnt ihr auf jeden Fall jetzt sehr gut nutzen. So, und jetzt kommen wir direkt zu der letzten Geldmethode und zwar wäre das aktuelle RC Bandito Zeitrennen. Dieses nennt sich nämlich Little Soul Park und da haben wir eine Zeitvorgabe von 1 Minute und 10 Sekunden. Natürlich brauchen wir einen RC Bandito und wir können diese Zeitrennen natürlich immer nur einmal in einer Woche machen. Danach gibt es nämlich nicht mehr so viel Geld. Aber Freunde, wenn ihr das Ganze beim ersten Mal abschließt, dann gibt es ja auch 100.000 $. Und das Ganze ist im Prinzip auch nicht so schwer, ihr müsst halt bei diesem Zeitrennen darauf achten, dass ihr keinen Unfall baut. Merkt euch am besten hier die Route, die ich hier im Video fahre, denn dann wisst ihr, wie die Strecke verläuft und dann werdet ihr auch keinen Unfall bauen.
So, bei den Geraden sollte ihr auf jeden Fall mal Gas geben und bei den Kurven vielleicht etwas langsamer fahren, denn dann habt ihr nicht so ein Risiko, einen Unfall zu bauen. Sobald ihr das Ganze aber geschafft habt, dann könnt ihr sehen, wie gesagt, 100.000 Dollar bekommt ihr dafür und somit macht ihr mit den Zeitrennen insgesamt 450.000 Dollar und dann wären das Ganze auf jeden Fall im Monat 1,8 Millionen Dollar, die ihr alleine mit den Zeitrennen machen könnt. Also auf jeden Fall eine sehr gute Sache, wenn ihr einfach in der freien Lobby so viel Geld verdienen möchtet. Aber in diesem Sinne waren das jetzt auf jeden Fall alle Geldmethoden für diese Woche. Ich hoffe auf jeden Fall, dass in der nächsten Woche bessere Geldmethoden am Start sind, denn im Prinzip gab es ja kein richtiges Bonus auf einem Business, wo man wirklich fett Geld verdienen kann. Und deswegen müssen wir uns halt jetzt damit zufrieden geben. Natürlich könnt ihr auch Caio Perico machen, da gibt es immer ordentlich viel Geld. Aber in diesem Sinne war das jetzt auf jeden Fall alles von diesem Video. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Vergiss nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, falls du neu bist, abonniere diesen Kanal, um nichts zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.